Fritz Winter hat den gesamten Ersten Weltkrieg durchlebt. Er kämpfte im Süden, im Norden und im Westen. An der Front hat er seinen besten Freund kennengelernt. Im Heimaturlaub hat er sich verliebt. Er war nicht der Held in Stahlgewittern. Er war auch nicht Remarques Schöngeist oder Trakels Abgrund. Er war ein Bahnhofsangestellter aus Kölleda, der Briefe und Gedichte schrieb, der den Krieg und die Menschen beobachtete, der begeistert war am Anfang und der im Krieg erwachsen wurde. Jeder! An die Arbeit, fauler Drückeberger! Hinter der Rest sollte man nicht prügeln! Na, Übertag Arbeit und schon hat er sich einen lauen Lenz! Scheiß Berliner! Kamerad, Primo, ich könnte verlobt sein. Und Sekundo, habe ich genauso in Berlin schon mal mein Portemonnaie verloren. Wenn du noch langsamer machst, erschießen sie uns noch wegen Fahnenflucht. Mich, den tapfersten Soldaten seiner kaiserlichen Majestät. Dem Dichter, der die Moral der Truppe hebt. Selbst du kennst das schon. Da hoffen wir, dass der Tag wird noch kommen, an dem wir können beweisen, dass wir eine Truppe aus Stahl und Eisen es den anderen gleich tun noch können, wenn nicht hier, so am anderen Ende des großen Europa umfassenden Kampfes. dass wir nicht schuld des Granatendampfes Geworden hier auf hoher Warte, dass wir noch immer des Kaisers Garde. Mein liebes Martel, ach du Gute, du weißt nicht, wie ich mich in den Stunden, die mir gehören, nach dir sehne. Da gehe ich dann gern etwas abseits und setz mich auf einen Baumstumpf und träume von den glücklichen Tagen im August, wo ich dich noch bei mir hatte. Wie wird mir doch oft so schwer, mich zu fügen in all das Unabänderliche. Niemals hätte ich mir träumen lassen, nochmals in diese Lage des bangen Hoffens zu kommen. Doch ich bin dir dankbar dafür. Weiß ich doch nun wenigstens, dass mein Leben einen festen Inhalt bekommen soll durch dich. Dein Fritz. Mein liebes Martel, entgegen deiner Weisung bin ich einer recht trüben Stimmung verfallen. Weiß ich, wie es kommt? Nein, es befällt mich wie eine schleichende Krankheit, kommt mit Macht über mich und ich kann ihn, diesen mich drückenden, unsichtbaren Drang nicht bannen. Ich bin völlig machtlos dagegen. Wenn ich mich dagegen sträuben will vergessen, was mich drückt, dann kommt es umso stärker und wirft mich noch tiefer hinab. Einesteils will ich auch gar nicht dagegen an, denn es ist eine fressende Sehnsucht, die mich befällt. Die Sehnsucht nach Ruhe, nach einem seligen Ausruhen. Und der Mittelpunkt dieses Gedankens bist einzig nur du, dein Fritz.
Gib mir ran. Dem Peter bebt's durch Mark und Bein. Es ist nun still, da ruft's verzagt: Kamerad. Der Peter ihn jetzt sehen kann und zieht ihn schnell zu sich heran. Und als der Kerl kein Wort verstand, sich scheu nur drückte an die Wand, ward ihm die ganze Sache klar, dass dies ein Überläufer war. Der Peter ging auf seinen Posten, der Franzmann aber zog gen Osten, wo er mit vielen seiner Art dem Ende dieses Krieges harrt. Denn nun kann's ihm nicht mehr passieren, im Kugelhagel zu krepieren. Denn nun kann's ihm nicht mehr passieren, tagtäglichs Leben zu riskieren. Ohne Dach und Heim fliegen wir jetzt von einer Stelle zur anderen und wissen nicht, wann wir jetzt aus dem Schlamassel rauskommen, ob nicht ein anderer uns winkt. Was hat man eigentlich von solch einem Leben? Schlimmer als das Vieh, das wenigstens bei Nacht einen Stall hat und nicht den grimmen Tod jeden Augenblick ins Auge schauen braucht. Na, auch so Hunger? Eine rauchen könnte man. Skat. Diebstahl. Ach, mein Liebling, es war sehr angreifend auf die Nerven und ich verspüre es wieder mal ordentlich, was ein einziger Tag bringen kann. Wir lagen hinter einer Hecke im Gelände. Die Engländer wollten natürlich gern weiterkommen, aber wir versalzten ihnen dieses Vorhaben erdenklich. Die feindlichen Flieger hatten nur zu bald unsere Lage gespannt und nachdem sie uns mit Bomben beworfen und mit MG beschossen hatten, lenkten sie ihr schweres Artilleriefeuer auf uns. Oft dachte ich, es wäre aus. Doch ein gütiges Geschick beschützte mich und ich danke meinen Gott, dass ich heute wieder an dich schreiben darf. Heute wurden wir hier im Ort wieder von Fliegern bombardiert und hatten wieder blutige Verluste zu beklagen, die jedoch den Verhältnissen entsprechend nicht hoch, doch sehr bedauernswert sind. Nun denke ich, dass wir vorläufig wieder mal aufatmen werden können, denn man vergisst bei dem Rummel fast, dass man Mensch ist.
Das waren zu viele heute. So viele waren es nicht. Aber immer ein paar. Ein paar Tote, ein paar neue. Und wieder. So wie eine Axt, wo du mal den Kopf, mal den Stiel wechselst. Die Kompanie, die bleibt. Nur wir nicht. Mensch, Fritz, willst du mich doch nicht verlassen und zu deinem Martel gehen? Doch, Karl, ich denke nichts anderes mehr. Seit dem Franzosen muss ich denken, der hat's hinter sich. Nun kann es ihm nicht mehr passieren, täglichs Leben zu riskieren. Im Kopf sage ich immer, nicht mit Kugelhagel zu krepieren. Ich weiß. Martel, bin noch gesund und munter, was ich auch von dir hoffe. Ängstige dich nicht unnütz um mich. Vorläufig kann ich dir nicht mehr schreiben, da ich selbst im Unklaren bin. Bleib hübsch gesund und denk in stillen Stunden mal an deinen Strolch. Jedoch schreib vorläufig nicht. Nun sei recht innig geküsst von deinem losen Fritz. Der Trieb zur Erhaltung meines Lebens ließ mich diesen Schritt tun. Sei du mir bitte deshalb nicht gram. Dein Fritz. Wertes Fräulein Menz, als guter Freund von Ihrem lieben Fritz frage ich an, ob er in letzter Zeit etwas von sich hat hören lassen. Bei der Kompanie ist er seit dem 29.10. nicht mehr. Wenn Sie, wertes Fräulein, längere Zeit nichts gehört haben, machen Sie sich keine Gedanken. Sie werden wohl bald mündlich von ihm vernehmen. Wenn Sie Nachricht von Ihrem lieben Fritz haben sollten, teilen Sie es mir ohne Angabe des Ortes mit und grüßen Sie ihn bitte von mir. Von meiner Seite aus soll niemand etwas erfahren. In der Hoffnung, dass Sie mir volles Vertrauen schenken, verbleibe ich unter den besten Grüßen, Ihr unbekannter Freund Karl Frerichs. Also nochmals, geben Sie mir bitte nach.